So, hi und herzlich willkommen zum vierten Fall, die Affäre Abbey Grange. Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Jo. Nachdem ich vom letzten Fall inhaltlich angetan war, aber von der Mission tatsächlich nicht so, weil da viel zu viel Rätsel waren. Was hat er gesagt? Das Spiel hat begonnen. Kein Wort, ziehen Sie an und kommen Sie. I'll wait for you in the room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz zurückspulen. Ich hab das irgendwie jetzt gerade nicht so alles mitgekriegt, weil ich noch am Handy war. Was ist jetzt los hier, ey? So. Wonderful good evening, Mrs. Lucy. Das Spiel hat begonnen, kein Wort. Ich warte im Wohnzimmer auf Sie. Ich habe Ihnen eine Mitteilung von Inspektor Lestrade erhalten, einen Brief aus der Vorstadt, er bittet um ein Erscheinen. Wann immer er bisher um meine Hilfe bat, stellte sich heraus, dass er dies völlig zu Recht tat. Ich glaube, dass sich all seine Fälle in Ihrer Sammlung befinden. Ja, Sie schienen es wert zu sein, sagt Watson. Allerdings bedauere ich Ihre schreckliche Angewohnheit, jede Angelegenheit unter erzählerischen Gesichtspunkten zu betrachten, anstatt unter wissenschaftlichen. Holmes, Sie. Verzeihen Sie mir, ich schweife ab, da wäre es sinnvoll, diesen Brief zu untersuchen, anstatt zu versuchen, Sie zu überzeugen. Okay, wir müssen einen Brief untersuchen. Wäre die fette Frau da? Da hätten Sie ja irgendwann mal was anderes ausdenken können, Alter. Das ist ja ekelhaft. Hi, Toby. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. So. Mord in den Thermen. Ein erschütternder Skandal in der High Society. Der berühmte und begnadete Archäologe, der Stolz unserer Nation, Sir Rodney Bancroft, wurde ermordet aufgefunden. Das Verbrechen ereignete sich in den Thermen in Strand Lane. An dem Ort also, an dem der Archäologe seine neuesten Ausgrabungsarbeiten begonnen hatte. Doch das eigentlich Schockierende an diesem barbarischen Mord ist die Tatsache, dass er von Sir Rodneys früherem Freund und Partner Percival Blinkhorn verübt wurde. Für dieses Verbrechen kann nicht als die Todesstrafe in Frage kommen. Okay. Die Macht des Welt wird mit jedem Tag, der vergeht, größer. Seit gestern dient nun auch das mexikanische Carousel-Konsortium unserer Nation. Die Zusammenarbeit ist nicht nur für London und ganz England äußerst profitabel, sondern kann auch als ein großer Erfolg unserer bewundernswerten diplomatischen und politischen Vertreter gewertet werden. Weitere Nachrichten: Ein Zug ist auf der Fahrt nach Evesham und der mysteriöse Umstand spurlos verschwunden. Kenne ich alle irgendwoher. Der Fall um den erschütternden Mord an dem ehemaligen Kapitän Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von Sicherheitsquelle erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Pablo Coventrao, einem seiner früheren Harpuniere, ermordet wurde. Allerdings wird es nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommen können, denn Coventrao wurde vor kurzem tot aufgefunden, gestorben, ohne Gewalteinwirkung. Möglicherweise ist er an den Gewissensbissen ob eines schrecklichen Verbrechens gestorben. Möglicherweise. Jetzt haben wir ja keine Post erhalten. Ah, von meinem letzten Fall habe ich noch einen Silberdolch. Sehr schön. Wo liegt denn nun dieser ominöse Brief? Ach, hier, wa? Nee. Will ihr verarschen?
The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Alter. Hier, der Tisch. Aha. Baker Street, London, Sherlock Holmes. Wachsiegel. Brakenstall. A wax seal with the monogram E.B. A wax... Ja, dann bricht das Ding jetzt hier, oder was? The Brackenstall family coat of arms. Können wir den jetzt öffnen oder eher nicht so? I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Jetzt aber. Abbey Grange, Marsh und Kent, 3:30 Uhr. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zu Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es herausgefunden habe. Doch bitte Sie keine Sekunde zu verlieren, da Sir Eustace nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvoll, Inspektor Lestrade. Okay. So, what is it, Holmes? Einer ist tot. Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Klar wird es ein interessanter Morgen. So, wir untersuchen den Mord in Abbey Grange. Holmes erhält eine dringende Mitteilung von Inspektor Lestrade, der bitte um seine Mithilfe. In Abbey Grange ist etwas vorgefallen, scheint ein Mordfall zu sein. Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf nach Abbey Grange. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Also, Very good, Watson. Lestrade hat schon mal wieder einen Verdächtigen parat oder mehrere Verdächtige. Der weiß ja immer, was los ist.
Offenbar handelt es sich um einen Raubüberfall, der in einen Mord mündete. Lady Birkenstall wurde angegriffen und an einen Stuhl gefesselt. Sir Eustace Birkenstall, der sich gewehrt hat, ist tot. Sein Schädel wurde mit seinem eigenen Schürhaken eingeschlagen. Ausgehend von Lady Birkenstalls Aussage waren die Täter der Einbrecherbande aus Lewisham, die 3 Randalls. Naja. Was haben wir denn hier? Lord Ramsay Brackenstall. Lord Ramsay. Okay. Lord Brigham Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Na, das sieht ja alles sehr aus hier. Feine Gentleman hier. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Doch weiß ich denn, wo der Morgensalon ist. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Ja. Also irgendwas sieht mir im Gesicht komisch aus. Ach so, die haben ein blaues Auge. Frische Verletzung. Ansonsten sieht die sehr hübsch aus. Fast aus wie meine Julia. Australischer Herkunft. Hallo Lucy, alles gut? Lernst du noch nebenbei? Alte Verletzung. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man... Jetzt wollen wir mal kurz lesen. Oh, da geht's immer. Alles ausgemacht. Internet gelöscht. Ah, Mensch. Bin noch nicht so fokussiert hier heute. Hi an alle Zuschauer. Bisschen vampirartig, wenn man das Auge ignoriert, aber voller Schnee. Ich versuche gerade meine Klasse zu beruhigen. Ey, die haben doch alle schon zu letzte Woche gelernt. Was ist los mit denen? So, ich muss mal lesen, was Könnt ihr schauen, was gestern Abend vorgefallen ist. Das wäre unbedingt nötig. Ich habe doch jetzt Inspektor Lestrade alles erzählt. Ja, aber ich fürchte, das ist nötig. Da will ich es Ihnen auch schildern. Sir Eustace hat sich gegen 10:30 zurückgezogen. Ich saß in einem Buch vertieft bis nach 11 in diesem Zimmer. 10:30. Bevor ich mich schließlich nach oben begab, ging ich noch ins Esszimmer, um mir eine Kerze zu nehmen und dann war sie wieder fort. Als mich die französischen Fenster näherte, sah ich mich plötzlich einem älteren, breitschultrigen Mann gegenüber, der in das Zimmer gestiegen war. Aha. I saw 2 others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were 3, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these 3 villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard.
but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Oh, what a horrible thing to have happened. Okay. Lady Brackenstall, noch keine 25 Jahre alt, stammt aus einer wohlhabenden australischen Familie. Ist seit etwas mehr als einem Jahr verheiratet. Höchstwahrscheinlich hat sie während der vergangenen 2 Wochen körperliche Gewalt über sich ergehen lassen müssen. Sie führt ein einsames Leben und verlässt das Haus nur sehr selten. Lady Birkenstalls Hände weisen alte Verletzungsspuren auf. Sie stammen von vor ungefähr einer Woche. Ne? Also, ja. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Thiles fehlt ja schön. Certainly, sir. Hier, Lispelzähnchen hat sie. Altersfalten, Lispelzähnchen, Lippenkiefer, Gaumspalte für. Die Lady aufgeweckt, fürsorglich. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Dass die alle so einen Affen drum machen, wenn der Typ doch anscheinend ein totaler Affe war. Also froh sein, dass er tot ist. Theresa kennt ihre Herrin schon seit relativ langer Zeit und hängt sehr an ihr. Sie ist die einzige Dienstkraft, die in Abbey Grange lebt. Ihre Aufgabe besteht darin, zu kochen, zu dienen und Lady Birkenstall zu pflegen. Sie würde im Bedarfsfall ihre Herrin ohne zu zögern beschützen. Ja, das ist ja nett. Take it easy. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Als wenn ich das könnte. So, was haben wir hier? Lady Brackenstall und Theresa. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port. But which one? »24. Rock of Gibraltar, Adelaide, 1893. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Das war der Tisch. Im Morgensalon von Abbey Grange gibt es einen verschlossenen Safe, der könnte wichtige Informationen enthalten. Noch ein Tisch. Na Lucy, was sagst du bisher? New York Times. Das Familiengeschäft läuft, die Wendelbahn ist wieder unterwegs.
Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenden Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechen bereits auf der Spur, allerdings wurde bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Aha. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit breiter grauen Haar sowie von unterdurchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn William Randall ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Seien Sie auf der Hut und mögen Sie Wertgegenstände sicher sein. Also die wussten aufgrund des The Heilungsartikels description ganz of the genau. Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Ja, die wussten natürlich ganz genau, wie die aussehen, weil steht ja drin in der Zeitung. Also irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu, Lucy. Reynolds als Sündenböcke. Der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Eustace den Reynolds in die Schuhe zu schieben. Randall-Bande. Es gibt keine Unreinheiten zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen. Sie deuten alle auf die Randall-Bande als Täter hin. Ich sag mal, ich denke mal, das wird irgendwann auf da links oben mit den Sündenböcken hinauslaufen. Ich gehe aber jetzt noch total unvoreingenommen ran und glaube den Zeugen, die ich hier habe, weil ich habe bisher noch keinen Grund, das nicht zu tun. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? Gut. The body is still in the dining room where the murder took place. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Kaminsims. It Hab ich appears that the Seil. bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Na, Leiche, was geht? So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Hat er keine Schuhe an? Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Richtig. Quite a large stick, a formidable weapon. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon.
It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. So, vor einer Woche schlug Sir Eustace Birkenstock seine Frau. Aus Australien, die Wirkungsreaktion aus seiner England heiratete kurz auf Sir Eustace Birkenstock. Schürhaken. So. Schlag mit Schürhaken. Sir Eustace könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Möglich ist alles. Jetzt sieht gerade danach aus. Drei Gläser? There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Ist er vergiftet? Zwei Gläser mit Spuren von dekantiertem Wein, aber ohne Weinstein. Ein drittes Glas mit Weinspuren und sehr viel Weinstein wurden erst drin. Vielleicht ist es doch irgendwas anderes gewesen. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Es waren drei Personen, die aus dem Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine Person ihren Wein mit Wein stellen. Es waren zwei Personen, die aus dem Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das dritte Glas geschüttet, weswegen da mit der Arme befindet. Na gut, immer sagen, das war. Beim letzten Mal ein Save? Wann waren wir bei dem Save? Muss mir noch mal ganz kurz auf die Sprünge helfen. Was für ein Save? Just show. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Ich gehe doch nicht in so ein Haus, nur um ein bisschen Silberbesteck zu This stehlen. candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. These wine bottles are expensive and mostly Der from teure France. Wein, den lassen uns auch da. A bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. The hunting scene. A deer hunt. Na nu. The death was instant. A trapper's hut. A trapper's hut. Da die uns helfen, wo sie den Krokodil sind. Ach so. Na gut. Aber das ist hier ein Wandsafe. Da kommt kein Liebhaber rein, Lucy. Antique hunting weapons. Also, This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Ich glaube langsam nicht mehr, dass das ein Raubmord war, weil ganz ehrlich, der ganze Raum ist schon alleine voller irgendwelcher reichen Sachen, die viel Kohle bringen, irgendwelche Büsten am Rand. Und die sollen nur das Silberservice mitgenommen haben. Das macht doch keinen Sinn.
Ich will noch gar nichts machen. Das soll ich mit ihr erstmal sprechen. Sven hat sich gleich wirklich von der Tat erholt, also wir sind in Tat im Esszimmer. Noch nicht fertig gewesen? Habe ich noch was verpasst? A deer hunt. Nö. Have you found any interesting clues yet, Mr. Holmes? There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Das ist alles ein bisschen merkwürdig, was hier abläuft. Alles ein bisschen merkwürdig. Let us try to open this safe. Dann wollen wir mal den This Safe safe auf. can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen muss, wenn ich mit die 15 da vibrierte. Aha, oh, das ist ja easy. Meine Launenzellen schließen sich 15 Minuten ab. So. Sir Eustace, Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hatten Sie stark blutunterlaufene Augen und Ihre Haut war leicht gelb verfärbt. Auch weist Ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen Sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlte sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also eine Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Der ist ja, hat auch nicht mehr lange gelebt.
Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einer akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt die Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Ja, okay. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Also mit anderen Worten, die Randall-Brüder hätten das mitgenommen. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. So, mega mal spannend, wie die Alte Please reagiert. leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Mhm. Ja, die Birkenstock hat seit ihrer Hochzeit nur selten das Haus verlassen. Es ist allgemein bekannt, dass sie keine sozialen oder enge Freunde hat. Keine Bekannten. Lady Birkenstock heiratete Sir Eustace kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendjemandem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Lady Birkenstock kennt jemanden, der an Bord der Rock of Gibraltar war. Wirklich. So, das Coole ist, da steht immer, wenn man einen Raum komplett abgeschlossen hat, kommt immer ein Haken. Also jetzt hier das Zimmer, in dem sich Lady Birkenstock den Rat erholt, aber im Esszimmer ist noch irgendwas. Denn das wurde noch nicht abgehakt. Wir können erstmal mit Lestrade nochmal sprechen. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Gott. Have you found any interesting clues yet, Mr. Holmes? Sir Eustace hat ein schweres Alkoholproblem, einmal zündet er Lady Birkenstock als Hund an, ein anderes Mal war er Weingauer nach Theresa. Häusliche Gewalt. Sir Eustace war gegenüber seiner Frau gewalttätig. Ja, das ist klar wie das Arm in der Kirche, würde ich sagen. This house feels rather sinister. I can't say that I like it here. Nee, ich mag das hier auch nicht. Das Glockenseil ist sowieso so ein Mysterium. Jemand hat es abgeschnitten. A fur trader's cabin. This door leads to the upstairs. Ah, der Stuhl. Sailor's knot. That's interesting.
This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Tobi holen. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Esszimmer untersuchen abgeschlossen. Okay. Lucy, ich mach mal eine ganz kurze, was ich glaube. Lady Brackenstall kommt 1893 nach England und lernt auf dem Schiff auf der Rock of Gibraltar einen Seemann kennen. Seitdem ist er eingesperrt bei ihrem Mann im Haus. Und irgendwann meldet sich der Seemann wieder bei ihr und sie erzählt ihm von dem Unglück, was sie durchlebt, und der Seemann fingiert diesen Einbruch, fesselt sie am Stuhl und schlägt dem Mann den Kopf ein. Auf jeden Fall plausibler als die Erklärung, dass ein Einbrecher-Trio gekommen ist und nichts geklaut hat in dem Haus außer ein paar Löffel. Definitiv logisch. So, Tobi, na dann komm mal mit. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Mal echt Rekordlevel. Ja, ich sag mal, Silber ist schon relativ, kannst du einschmelzen, hast du. Search, Aber Toby. das ist ja. Oh, da stinkt es. Aber hier ist ja noch viel mehr, ne? Jetzt sind wir ein Hund. Ist auch geil. Würde übrigens auch meine These, die 3 Weingläser erklären. Theresa, Julia die Zweite, der nächste Mal, wie hieß sie? Lady Brackenstall mit Vornamen? Keine Ahnung. Und der Seemann. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Haben auf ihrer Flucht den Schuppen betreten mit dem Silberservice. Wow, wow. The scent leads to the well. I should check it. The
The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Tja, dann gehen wir mal in die Hütte. This hook might be useful. Ein alter Haken aus dem Gartenschuppen in Abbey Grange. Small gardening tools, nothing of great interest. This Koffer. old suitcase sounds hollow. It must be empty. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Kurz bewegt, okay. So, dann ging es zum Brunnen. Nee, There's das something Silber. glittering at the bottom there, but how can I reach it? Das Silber liegt da unten drin. Oh Leute, ey, ihr wisst aber auch nicht, wie man einen Mord fingiert. Könnt ihr doch nicht auf eurem eigenen Überfall fingieren. Könnt ihr doch nicht auf eurem... Silverware. This is hardly a coincidence. Lasst die doch auf ihrem eigenen Grundstück verstecken, die das. Sag mal, die blöd. Da ist The der Wappen. Rakenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Ja, damit haben ja die Täter überhaupt nichts. Also, so eine Stümper. Ey, ganz ehrlich, dafür müsst ihr euer Lehne schon hinter Gitter bringen. Was kann man denn The sowas machen? intruder's trail is lost behind this wall. Einbruch führte zum Mord, es steht fest, dass Einbruch der Grund für den Mord war. Die Täter haben unbedingt vor, später zurückzukehren, versteckt und Silberstecker. Klar. Ich geh hin, klau was, lass es dann da, um später nochmal zu kommen, um was zu klauen. Genau. Inszenierte Einbruch. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sir Eustace zu liefern. Versteckter Silberbesteck sollte dabei nicht gefunden werden. Ja, okay, also das können wir glaube ich auch knicken hier. Die anderen Sachen, Randall-Bande, sind Sündenböcke. Und es waren 3 Personen. Achso, ich dachte, die hätten gesoffen mit dem anderen, mit dem Seemann. Mörderischer Besucher. Sir Eustace wurde von derjenigen Person getötet, die in die Tat nach zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Birkenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Schmeißt doch nicht das gute Silber in den Brunnen. Wie blöd kann man sein? Selbst in Anfängerklassen vibriert. Weil jetzt sind ja keine Verbrecher, die den Mord begangen haben. Also ich glaube, das wird hier ein relativ schneller Fall. Jetzt hätten wir uns nochmal mit Lady Birkenstall unterhalten. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news.
You really are as clever as they say. Indeed. Leute. Wen soll ich denn danach fragen? Oh, what a horrible... Please leave my Mary alone. Achso, Lestrade, wa? Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Tja. Gut, dann fahren wir an der Baker Street und analysieren Sie ein Stück Seil. Fall, ey. Verarschung hoch 10. Das stinkt aber auch wirklich zum Himmel. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Ein paar Probeschnitte machen. Schätze mal mit der Schere. Na? The fibers from this cut appear to be different. Ja, geht weiter auseinander. Gucken wir mal die Zange. The fibers from this cut appear to be different. Messer. Ein Seemannsmesser bestimmt. Das ist es. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Seemannssyndrom, das Glockenseil wird mit einem scharfen Messer abgeschnitten mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Seemann ist oder war. Besucher eines Seemanns. Die Person, die den Tatort zu besuchen in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Nach tatverdächtigen Seemännern suchen. Das ist ja auch cool. Nach tatverdächtigen Seemännern suchen. Also der Fall ist nicht mehr lange ungelöst, Lucy. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. Wir suchen wir jetzt nach tatverdächtigen Seemännern. Seemänner, suche Seemänner. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Ach, im Archiv. Oh. Ja gut. Ich schon gewundert, wo soll ich die jetzt suchen? Uferstraße, wer ist Seemann? Wer ist Seemann? Haben sie Mord verübt? Haben sie Mord verübt? Ist aber auch so eine Variante.
So, Rock of Gibraltar 1899. Zeitung. Rock of Gibraltar und der Name des Schiffs, auf dem er die Wirkungsland die Erlebnisforschung aus der Reise 1893. Ankunft der Rock of Gibraltar. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide, Southampton, London, Linie, Cunard Building, James Street, London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland, Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reist auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die den Rhein- und Zinnbergwerk in Australien besitzt. Die wunderschöne junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Here it is. Mary heißt sie also. Friggins, die Adresse der Reederei, der Rock of Gibraltar gehört, auf der Liste der Besatzung finden. Na denn. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Riggins. Der gute alte Riggins. Wiggins, could you come upstairs, please? Der sieht aus wie so ein Pehindi. Na los, ich glaube, wir haben halt unser Mörder. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. So, This Namensregister. list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made the voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. So, Datum 7. November 1894. Rock of Gibraltar. Charles Chill, Jack Crocker, Henry Southward, Ernest Woods, Thomas Walker, Herbert Whittington, William Partridge. Abfahrt in Adelaide, Australien, 16. März 1893. Ankunft in London, 23. Mai 1893. 2 Monate auf See. Schön. So, Liste der höheren Offiziere. Gaia. Am 7. November 1894 musste er also in London gewesen sein. So, die waren nicht da. Die sind erst 5 Tage nach dem Mord. Hat er noch nicht kommen. Oder kommen erst. Ist ja nicht so weit. Rock of Gibraltar, Liste der höheren Offiziere. Abfahrt in London. Die sind auch schon wieder weg. Kommen in Adelaide erst 1895 an. So, Abfahrt in London, 10. November 1894. Aha. Also Buzz Rock ist der höhere Offizier, das würde passen. So, Jack Crocker. Mr. Kapitän. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Noch ihn? Nee, hier nicht. Nee, jetzt zeigt er ihn übersprungen, oder? St. Thomas, Abfahrt in Adelaide, Ankunft in London, 2. März. Nee. Nee, das war's, ne? Nur der. Nein. Das hat übersehen.
Abfahrt in Adelaide, Ankunft in London. Die sind jetzt also alle weg. Thomas Walker fällt raus. Der ist jetzt gerade irgendwo mitten auf irgendeinem Meer. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ach so, ich muss die jetzt alle... ich muss die jetzt alle anklicken, okay. Gut, dann weiß ich jetzt, was los ist. So. Woods ist auch This noch nicht da. officer is still at sea, therefore he cannot be involved. So, Southward, da ist er. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. So, Chill Whittington suchen wir. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Archley. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the Der ist crime. es, Jack Crocker. Wir haben unseren Täter. So, was ist mit dem Whittington? This officer is still at sea, therefore he cannot be Jo. involved. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Das Ding ist gelöst, Lucy. This Crocker, do you think... Ja, It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. tja, na, das war ja easy. Wo ist denn Wiggins? Ach, der ist ja genau da. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Ganz ehrlich, der hat wahrscheinlich seine große Liebe beschützt oder so und den Mann umgebracht. Und der wäre gestorben, Mr. der war ein Holmes? Arsch. I was informed that you were looking for me, and Oha. I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Da ist ja ein Typ, Junge. Richtiger Schrank, wie der Floder. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up.
You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Jo. Captain Crocker zwischen 40 und 50 Jahre alt ist ein feiner Seemann. Er ist ein tüchtiger, ehrlicher und gebildeter Mann. Jedoch ohne größeren... Warum hat er denn nicht einfach gesagt, dass er den umgenietet hat? Ich sag mal, hat er einen Grund gehabt. Ohne großen Reichtum. Er war eigen, haben sich aber dennoch die Zeit, die Zeitung zu lesen und seine Stiefel zu putzen, bevor es im Haus geht. Ja, dann deduzieren wir die ganze Geschichte mal. Captain Crocker. Crockers Mitschuld. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er schien sofort, als er gehört hatte, dass er ihn heimgesucht hat, dass er seine Schuld hat. Reicht noch nicht? Doch, reicht. Tödlicher Unfall. Der Tod von Sir Eustace könnte ein Unfall gewesen sein, könnte hingefallen sein und sich Tyler und Kimmy den Kopf aufgeschlagen haben. Ja, eher nicht. Sir Eustace wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist ausgewachsen und wendig, so wie ein hochrangiger Seemann. Jack Crocker ist der Mörder und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Wilkins zur Rechenschaft ziehen. Keine Gnade für Crocker. Die Tat wurde notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vergewaltigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wird damit gelöst, aber wir werden die Details für sich behalten. Jo, wa? Also... Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Denke ich mal. Bist mit einverstanden, Lucy? Das ging Why jetzt did you make schnell. me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come Kann to ich visit her, verstehen. for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Ist der irre?
Was ist los mit ihm? Alter. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Cool. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. True. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. So. Sir Eustace wurde von Captain Jack Crocker getötet, der an dem Abend Lady Brackenstal besuchte. Dann versuchten sie, das Ganze wie ein Einbruch der Randall-Bande aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit einem Matrosenmesser das Glockenseil ab, fesselte die Lady damit. Danach versteckte er das Silberbesteck im Brunnen. Jack Crocker hat eine Frau vor einem gewalttätigen und trunkensichtigen Mann beschützt. Sie haben sich entschieden, die Wahrheit für sich zu behalten. Jo. Kann ich mitleben, auf jeden Fall. Vox Populi, Vox Dei. Jo. Das ging heute ja mal ein bisschen zügiger. Und der Fall war auch ein bisschen, naja, weniger rätselhafter. Vielleicht ein bisschen zu einfach, weil es gab ja eigentlich nur einen. Also hätten wir so die Randalls, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nehmen können, aber ja, glaube ich, war richtig so, was wir gemacht haben. So. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Fall in, was war das, Kew Gardens oder so? Die Affäre Abbey Grange, das Drama von Kew Gardens. Das ist dann beim nächsten Mal dran. Übermorgen, schätze ich mal. Bis dahin, sagt der Floater. Ciao, ciao.